Naturstein dient dem Menschen seit Jahrtausenden als Baumaterial. Florian ist Meister im Garten- und Landschaftsbau. Zusammen mit seinem Team wird er hier in den nächsten Tagen ein kleines Kunstwerk erschaffen. Eine Terrasse aus Bruchsteinplatten. Zunächst stehen die Erdarbeiten an. Damit das Bauwerk die Zeit unbeschadet überdauert, muss der organische Mutterboden entfernt werden. Diese Schicht beträgt hier ca. 40 cm. Darunter kommt, für den Niederrhein typisch, ein sandiger Boden zum Vorschein. Beste Bedingungen also. Denn sandiger Boden ist stark wasserdurchlässig und somit unempfindlich für Frost. Außerdem bringt er die nötige Tragfähigkeit mit sich. So fällt für die ca. 15 Quadratmeter große Terrasse ein Aushub von ungefähr 10 Tonnen an. Dieser muss zunächst abgefahren werden. Der einzige Weg zur späteren Terrasse führt unter Dachplatanen hindurch. Große Baumaschinen können also nicht verwendet werden. Um möglichst bodenschonend zu arbeiten, werden Überfahrplatten aus Kunststoff gelegt. Hi, ich bin Silvia. Ich arbeite jetzt seit knapp über 4 Jahren in dieser Firma. Die Arbeit im Team ist mir sehr wichtig. Ich stehe jeden Morgen gern auf und gehe gern zur Arbeit. Das liegt zum Teil an der Arbeit, aber auch größtenteils unserem Team, weil ich denke, dass wir gut funktionieren, gut eingespielt sind und ja, macht einfach Spaß. Mit Hilfe der Schaufel kann sich der Kettendamper selbst beladen. Das spart Zeit und schont die Knochen. Die sogenannte Tragschicht wird erstellt. Als Material wird Kalkstein in der Körnung 0 bis 45 mm verwendet. Der frostsichere Oberbau beträgt bei dieser Terrasse im fertigen Zustand ca. 40 cm. 28 cm davon entfallen auf die Tragschicht. Auf die Ausgleichsschicht, hier in Form von Drainagebeton, ca. 8 cm und schlussendlich 4 cm auf die sogenannte Verschleißschicht, hier die Natursteinplatten. Eine Tragschicht wird meistens lagenweise eingebaut und verdichtet. Das gewährleistet eine maximale Verdichtung durch die Rüttelplatte und schließt spätere Absackungen aus. Zum Abrütteln verwendet Florian hier eine reversierbare Rüttelplatte mit einem Gewicht von 240 Kilogramm. Die Rüttelplatte schafft eine Verdichtungskraft von 42 Kilonewton. Die Tragschicht sollte exakt mit dem Gefälle eingebaut werden, welches später auch die Natursteinplatten aufweisen. Hier anfallendes Wasser läuft so auch über die Tragschicht ab und kann dort bei Frost folglich keine Schäden verursachen. Mit dem Dumper werden die Steine für die Einfassung herbeigeschafft und abgekippt. Jan ist Azubi bei Florians Gartenwelt. Gemeinsam mit seinem Lehrmeister erstellt er das Schnurgerüst. Hier werden anstatt herkömmlicher Maurerschnüre Fiberglasstäbe verwendet. Mithilfe dieser
lassen sich vor allem geschwungene Formen elegant und einfach abstecken. Florian hat für die Terrasse ein Gefälle von 2,5% vorgesehen. So kann das Wasser in der Vegetation, in diesem Fall im Rasen, versickern. Nun wird der Beton in erdfeuchter Konsistenz eingebaut. Dieser stammt von einem nahegelegenen Betonwerk. In der Zwischenzeit wurde das Natursteinpflaster zweireihig aufgezeilt. Der Beton mit einer Körnung von 0 bis 8 mm wird durch Antreten leicht vorverdichtet. Ansonsten würden die Pflastersteine beim Anschlagen zu stark und unregelmäßig sacken. Nun werden die Steine gesetzt. Ein Fachmann verwendet hierfür einen Pflasterhammer aus Metall. Dieser verfügt über eine Finne, mit welcher das Betonbett bzw. die Pflasterbettung vorbereitet wird. Für die zweizeilige Einfassung hat der 34-jährige Meister einen Materialmix vorgesehen. So findet hier historisches Kleinpflaster einen neuen Platz zum Verweilen. Historisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Steine schon einmal woanders verarbeitet waren. Durch die Benutzung der Flächen und die Witterung sind die Köpfe glatt und abgerundet. Der Materialmix sorgt später für eine aufgelockerte Optik. So finden sich hier neben Steinen aus Porphyr auch solche aus Grauwacke und Basalt wieder. Die Steine werden mit kräftigen Schlägen in den Beton getrieben, bis ein fester Halt entsteht. Beim Setzen der zweiten Reihe ist unbedingt auf den Versatz zu achten. Es dürfen keine Kreuzfugen entstehen, auch wenn es bei einer Terrasse lediglich ein optischer Mangel wäre. Wenn mehrere Hämmer gleichzeitig schwingen, ist das wie ein kleines Konzert. Während Florian und Silvia die Einfassung schließen, übt sich der Auszubildende am Vorsortieren der Steine. Gerade die Vielfältigkeit unserer Aufgabenbereiche gefällt mir sehr, denn wir haben ein breit gefächertes Feld von Bautechnik bis zu Gartenpflege, Bepflanzung, vieler verschiedenen Dinge, die mir sehr Spaß bereiten, da es einfach eine sehr abwechslungsreiche Arbeit ist, wo man viele verschiedene Bereiche durchläuft und verinnerlichen kann, das heißt also auch sehr viel lernen kann. Die Theorie und Praxis zu verbinden, hilft mir bei uns in unserem Alltag enorm, um schnellere Fortschritte zu machen. Das heißt, Hintergrundwissen durch die Theorie zu bekommen und Abläufe von verschiedenen Aufgaben von Anfang an mit zu durchlaufen und zu beenden. Als Verarbeiter solcher Materialien sollte man diesen mit einer gewissen Hochachtung gegenübertreten. Schließlich sind die Steine teilweise etliche Millionen Jahre alt. In der Grauwacke findet man beispielsweise noch fossile Einschlüsse, als hielte man ein Foto in der Hand, was vor über 2 Millionen Jahren geschossen worden ist. Bevor die Rückenstütze angebracht wird, sollte das Schnurgerüst samt Schnureisen entfernt werden.
Der erdfeuchte Beton wird nochmal kräftig befeuchtet. So lässt sich der Beton geschmeidig anbringen und es entsteht eine glatte Oberfläche, die zum einen weniger anfällig für spätere Wurzeln ist und zum anderen deutlich weniger Wasser zieht. Von der Beet- oder Rasenseite sollte sofort Erde angearbeitet werden. Die Grundfeuchte der Erde spendet dem Beton auch in den folgenden Tagen Wasser. Außerdem können Wind und starke Sonneneinstrahlung so keine Verdunstung hervorrufen. Der anplanierte Boden stellt einen Schutz vor Kälte und Frost dar. Die Gartenbauhelfer von Florians Gartenwelt beginnen jetzt mit der Verfugung. Die Zweizeiler werden zunächst aus Kostengründen mit eben dem Beton verfugt, in welchen auch die Steine gesetzt wurden. Der teurere Epoxidharz-Fugenmörtel wird im Anschluss in einer Stärke von 3 bis 4 cm eingearbeitet. Die Steine werden vorgenässt. Andernfalls kann es durch den Fugenmörtel zu unschönen Flecken an der Oberkante kommen. Nun wird die restliche Fugenhöhe vergossen und der Mörtel gegebenenfalls nochmal leicht angedrückt. Direkt nach dem Anmischen ist der Fugenmörtel noch sehr fließfähig. Lässt man ein paar Minuten verstreichen, kann man ihn einarbeiten, ohne dass dieser aus den Fugen läuft. Im Anschluss wird die Oberfläche einfach rückstandsfrei abgekehrt. Gartenbauhelferin Silvia beginnt mit dem Mischen des Drainagebetons. Der Drainagebeton hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Plattenstärken abzufangen, weshalb diese Schicht auch als Ausgleichsschicht bezeichnet wird. Silvia mischt den Beton im Verhältnis 5 Anteile Kies zu 1 Anteil Zement an.
Ein großer Schluck Wasser ergibt eine geschmeidige Konsistenz. Als Basis für den Drainagebeton verwenden wir immer Kies 2 bis 8 mm. Das ist ein natürlich rundes Material. Ich würde immer von Splitbeton abraten, weil dieser sich eben direkt beim ersten Hammerschlag anfängt stark zu verdichten. Ein geschmeidiges auf Höhe bringen der Platten ist somit viel zeitaufwendiger und auch weniger angenehm. Nun wird der Kleber angemischt. Hierfür wird einfacher Traszement verwendet und mit einem speziellen Haftzusatz vergütet. So verbessern sich die Eigenschaften des Klebers. Im Traszement sind Puzzolane enthalten, welche das Ausblühen verhindern und den Kleber resistenter gegen Wasser machen. Puzzolanerde war schon den römischen Baumeistern bekannt und diente als Zuschlag für den römischen Beton. Die Erde wurde unter anderem für den Bau des Pantheons verwendet. Nun steht der Verlegung der Bruchsteinplatten nichts mehr im Wege. Das Ganze gleicht einem Puzzlespiel und erfordert Geduld. Wer sich hier keine Zeit nimmt, wird kein anmutiges Bild erschaffen können. Mit dem Steinknacker werden die Platten bearbeitet. Ecken und Kanten können auf diese Weise einfach entfernt werden. Zunächst werden die Platten bearbeitet und ausgelegt. Die eigentliche Verklebung mit dem Drainagebeton wird erst vorgenommen, wenn ein Teilstück vorbereitet ist. Kleinere Bereiche an den Platten können einfach mit dem Spitzeisen bearbeitet werden. Das Spitzeisen verfügt über eine Hartmetallschneide. Längere Tranchen können einfach mit dem Sprengeisen abgetragen werden. Auch das Sprengeisen verfügt über eine Hartmetallschneide. Hartmetallwerkzeuge werden immer dann verwendet, wenn das zu bearbeitende Gestein eine hohe Dichte aufweist. Ja, bei der Bearbeitung, beim Zurichten der Platten trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen. Solche Platten sollten eben nicht mit dem Winkelschleifer oder dem Trennjäger zugeschnitten werden. Erstens ist das auf lange Sicht relativ teuer und man erkennt das auch deutlich am sich formenden Bild. Das händische Behauen erfordert natürlich etwas Übung, aber letztendlich ist das die einzige Form der Bearbeitung, die dem hochwertigen Material und vor allem auch dem Handwerk gerecht wird. Die beiden beginnen mit der eigentlichen Verlegung. Dazu wird der Kleber auf der Plattenunterseite in einer Stärke von 3 bis 5 mm aufgezogen. Die Ränder bleiben dabei frei. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kleber in den Fugen aufsteigt und diese wasserdicht verschließt. So würden bei Frost die Fugen gesprengt werden.
Platte für Platte wird eingebettet. Nicht viel Kraft, aber dafür Sorgfalt wird benötigt. Die Platten müssen satt aufliegen. Mit der Wasserwaage wird die Höhenlage überprüft. Ist alles eben? Ohne tückische Stolperkanten? Regen setzt ein. Der Duft von Feierabend liegt in der Luft. Der restliche Beton wird noch verarbeitet, dann heißt es einpacken. Der nächste Tag ist angebrochen. Wenn man ein solch enges Fugenbild anstrebt, schafft man zu zweit ca. 1 Quadratmeter pro Stunde. Mehr nicht. Die Plattenstärke variiert zwischen 2 und 4 Zentimetern. Das bedeutet auch, dass die Bettung für jede Platte einzeln vorbereitet werden muss. Der Begriff Porphyr bezeichnet im engeren Sinne keine eigene Gesteinsart, sondern eine Gruppe von Steinen mit porphyrischem Gefüge. Die Grundmasse ist von Kristallen durchzogen. Es handelt sich dabei fast immer um Steine vulkanischen Ursprungs. Den beruflichen Weg im Gartenlandschaftsbau zu gehen, war für mich definitiv die beste Entscheidung. Während andere nur in ihrer Freizeit draußen sind, kann ich meinen ganzen Alltag im Freien verbringen. Das Wetter ist natürlich manchmal wechselhaft, aber mit einem sehr guten Team übersteht man da eigentlich alle Höhen und Tiefen.
Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen entstehen. Es sollte auch keine Fuge geben, die sich später wie eine Schlange durch das gesamte Bauwerk zieht. Jede Fuge sollte nach 4 bis 5 Steinen unterbrochen werden. Wir verlegen die Platten übrigens nicht im klassischen Polygonalverband, der uns einfach in unserer Arbeit zu stark reglementieren würde. So sind im Polygonalverband die Winkelgrößen der Platten vorgeschrieben, zu spitze Winkel sind nicht zulässig und auch darf man gewisse Plattengrößen gar nicht mehr verarbeiten. So wirkt der klassische Polygonalverband in meinen Augen eher streng und vor allem viel weniger natürlich. Ich finde den Verband wenig ästhetisch und deswegen sprechen wir auch ganz bewusst vom Bruchsteinplattenverband oder vom Bruchsteinverband und somit sind wir dann in der Gestaltung auch wieder frei. Eine meiner Lieblingsarbeiten ist die Arbeit und der Umgang mit Natursteinen, weil jeder Stein besonders ist. Man erschafft ein kleines Unikat und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und man erschafft immer wunderschöne, ganz individuelle Gebilde, die keiner sonst im Garten hat und ja, das macht die Arbeit mit den Natursteinen einfach aus. Die letzten Lücken werden geschlossen. Nun steht das Verfugen der Platten an. Im Gegensatz zur Mähkante sollte man Terrassenplatten nicht vorverfugen, da die Stärke der Platten ungefähr mit dem geforderten Mindestfugenmaß des Fugenmörtelherstellers übereinstimmt. Ansonsten sind die Arbeitsschritte gleich. Mit einem Zementschleierentferner werden die Platten noch einmal abgerieben, damit jedwede Rückstände verschwinden. Der Fugenmörtel wird direkt verarbeitet. Insgesamt werden für die 15 Quadratmeter große Terrasse ca. 2,5 Eimer oder 62,5 Kilogramm Fugenmörtel in der Farbe Steingrau verwendet. Der Mörtel muss am ersten Tag vor Starkregen geschützt werden. Leichter Regen ist unbedenklich. Je nach Temperatur ist der Mörtel bereits nach 6 Stunden so hart, dass man ihn nicht mehr eindrücken kann. Im Winter dauert es auch gerne mal einen ganzen Tag.
Die Terrasse wird rückstandsfrei abgekehrt. Und damit sind die Arbeiten beendet. Das Besondere am Handwerk ist, dass man am Ende eines jeden Tages erkennen kann, was man erschaffen hat. Man sieht immer ein Ergebnis. Unser Schaffen als Landschaftsgärtner kulminiert gerade in solchen Arbeiten. Nur wer erfolgreich Bautechnik und Vegetationstechnik miteinander kombiniert, kann einen Garten erschaffen.